Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Fernab mal was anderes von EAFC 25. Es gibt mal wieder eine Servervorstellung, eine Minecraft-Servervorstellung. Ich glaube, nach über einem oder knapp 1,5 Jahren hat sich mal wieder ein Serverteam gemeldet und mich gefragt. Und zwar das Team von refugiakraft.de, einem Freebuild-Server. Wirklich, wirklich schön, mit Liebe zum Detail. Fast 5 Jahre schon online. Wie gesagt, 24/7 sorgen hier die Leute bzw. das Serverteam auch dafür, dass das hier so schön aussieht, wie es auch aussieht. Wir werden uns hier mal umgucken. Es gibt hier eine Hauptlobby, dann gibt es noch 2, 3 Nebenlobbys, da werden wir auch mal vorbeigucken. Da hinten ist noch eine Insel. Es gibt verschiedene Quests, die ihr hier erledigen könnt, wodurch ihr Münzen verdient, Events, die regelmäßig stattfinden und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir starten einfach rein und fliegen glatt mal auf diese Insel hier. Da gibt es nämlich schon die ersten kleinen Spiele, die man machen kann. Auch zum Beispiel aus eurer Kindheit, je nachdem wie alt ihr seid, werdet ihr das wahrscheinlich kennen. Und zwar fliege ich glatt mal hier zu Minesweeper. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Hier habt ihr 2 Rädchen. Da könnt ihr dann die Maximalgröße des Feldes einstellen. Mindestens 10×10. Ich zeige euch das jetzt gerade mal. Und dann gibt es hier noch die Prozentanzahl der Bomben. Mindestprozentzahl ist 8%, maximale Bombenanzahl 20%. Dann generiert man einfach dieses Spielfeld. Ihr seht hier dieses kleine Feld. Und dann muss man natürlich versuchen, die ganzen Zahlen freizulegen. Ich habe jetzt direkt Glück gehabt. Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich. Und irgendwo ist dann leider so ein Minesweeper in dem Fall oder ein TNT. Und dann ist das Spiel vorbei. Löschen geht, indem man nochmal auf den TNT-Block drauf geht. Ich muss gerade mal hier eine kleine Nachricht entfernen. So, jetzt geht's weiter. Wie gesagt, die Maximalgröße ist 20×20. Und die Maximalbombenanzahl liegt bei 20%. Versucht euer Glück. Mal gucken, wie häufig ihr diese Runden dann gewinnt. Dann noch zum Thema, mit Liebe zum Detail. Hier ist zum Beispiel der Jaron, der Angler, der hier steht, auch wenn ihr nicht auf dieser Lobby seid. Er steht hier einfach, wirft ab und zu mal seine Angel rein. Hier ist ein kleines Floß auf dem Boot. Mit Liebe zum Detail, gerade schon mal gesagt, da hat sich das Serverteam auch wirklich große Mühe gegeben. Dann schauen wir nochmal beim Bullenreiten vorbei. Das ist auch sehr, sehr witzig, habe ich mich auch schon 1, 2 Mal probiert. Man setzt sich einfach hier drauf auf den Bullen und dann müssen wir in dieselbe Richtung schauen wie der Bulle. Ja, wir gehen jetzt einfach mal ein kleines bisschen mit, fahren hier rum und sobald wir das nicht mehr machen, ich schaue jetzt mal mit Absicht nach rechts, dann ist die Runde vorbei. 6,75 Sekunden, ich glaube mein Highscore, Rekord. Die beiden Male davor habe ich einfach nur mal so probiert, aber ist auch eine coole Sache, so für nebenbei. Und von daher könnt ihr da auch sicherlich ein paar Minuten mal verbringen. So, das dazu. Dann fliegen wir mal auf diese Insel hier. Da gibt es nämlich Shops. Die Shops, ich zeige euch das gerade mal anhand von diesem Shop hier. Und zwar ist das vom Yaxis Shop. Yaxis Shop, Bücher und Co. Jeder Shop auf dieser Insel ist von den Spielern auf diesem Server selber erstellt, gebaut und jeder darf hier auch handeln mit den Sachen, die er möchte. Als Beispiel, hier sind jetzt die Refugia-Münzen, die ihr zum Beispiel durch Quests gewinnen könnt, bei Events oder auch wenn ihr euch gegenseitig helft. Ja, einfach durch Dienstleistungen auch könnt ihr diese Refugia-Münzen gewinnen oder bekommen und dann zum Beispiel ein verzaubertes Buch dafür bekommen. Ja, oder auch diese neuartigen Blöcke. Ich glaube, Azalea spricht man das aus. Ich hoffe, ich habe mir das gemerkt. Nicht Asale. Ich glaube, ich habe das zu Beginn mal Azalea oder Asale ausgesprochen. Heißt aber Azalea. Das sind, wie gesagt, diese ganzen neuen Blöcke. Ich bin seit vielen, vielen Jahren schon raus aus diesem Spiel. Hier sind ganz, ganz viele Blöcke mit dabei, die mir bis heute noch nichts gesagt haben. Aber ich lerne ja immer gerne mit dazu und auch sehr gerne neue Begriffe hier in Minecraft. Von daher ist das auch hier alles okay und gut, so wie es ist. Hier nochmal zum Thema mit Liebe zum Detail. Diese kleinen, aber feinen Bilder, die machen es halt einfach aus, wie ich finde. Ja, und deswegen, das zeichnet diesen Server hier aus. Das Serverteam gibt sich hier wirklich große Mühe. Wir fliegen hier gerade mal rum. Hier sind noch ein paar Shops, wo ihr euch dann mal umschauen könnt. Und es geht sogar noch unterirdisch. Hier muss ich gerade nochmal den Eingang suchen. Hier oben auch nochmal zum Thema. Mit Liebe zum Detail. Süß. Die Emma. Finde ich süß. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wo es hier in den Untergrund geht. Ich glaube nämlich, das war hier hinten. Da gibt es nämlich eine schöne Sache. Und zwar, hier geht es nämlich in den Untergrund. Habe ich gefunden. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar Shops zu entdecken. Also hier ist wirklich viel für euch zu entdecken. Hier könnt ihr wirklich eine Großzeit oder eine Großzahl an Zeit verbringen. Schaut da mal wirklich vorbei. Ganz viele verschiedene Läden und
Hier gehen wir jetzt nochmal zu einer Matschgrube. Und zwar hat das die Besonderheit, wenn nämlich mal ein Shop, der von einem Spieler erstellt wurde, eine lange Zeit, sagen wir mal, inaktiv ist, dann wird dieser Shop geschlossen, wird sozusagen abgebaut und die Sachen, die es in diesem Shop gab, die werden hier in dieser Matschgrube verteilt. Ihr holt euch dann einfach eine Schaufel vom Baron oder Baron, ich glaube Baron wird das ausgesprochen, holt euch dann so eine Schaufel und grabt dann fleißig drauf los und die Sachen, die ihr dann findet, die dürft ihr dann behalten. Finde ich ja eine faire Sache und ich finde es auch ganz gut, dass wenn die Leute halt nicht mehr aktiv diesen Shop leiten, dann macht es ja auch wenig Sinn, dass diese Shops dann noch bestehen bleiben. Von daher ist das diesem Serverteam auch immer sehr wichtig, hier aktive Leute zu haben. Ja, also habt Spaß dran an dem, was ihr macht. Und dann schauen wir uns jetzt mal, nachdem wir uns hier umgeschaut haben bei den Marktplätzen, fliegen wir nochmal kurz zu dieser kleinen Insel, die ich euch ganz zu Beginn des Videos mal gezeigt habe. Angekommen hier seht ihr, es regnet die ganze Zeit. Das ist auch ein Zeichen dafür, was ihr hier finden könnt. Und zwar ist hier die Heile- und Pflegeanstalt. Besuchszeit 9 bis 20 Uhr. Das hat den Hintergrund, dass die Leute, die schon ein bisschen länger auf diesem Server sind und sich dann irgendwann nicht mehr benehmen können oder irgendwie Mist gebaut haben, dass die erstmal hier hinkommen zur Vorsichtsmaßnahme. Man könnte ja das vergleichen mit einer Irrenanstalt nicht. Also halt eine Heil- und Pflegeanstalt, um zu gucken, ob es nach einer Zeit wieder geht, ob die Leute sich dann wieder benehmen können. Und hier ist ebenfalls eine ziemlich coole Sache. Dazu muss ich mal wieder hier F1 einschalten. Wir setzen uns auf den Stuhl drauf, haben uns hingesetzt. Hier ist ein kleiner Computer, den schalten wir ein. Und wenn wir auf Rechtsklick drücken oder auf die rechte Maustaste drücken, seht ihr unten die Homepage von Refugia, refugia.de, ein spezieller Link. Und da könnt ihr dann auch vorbeigucken. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also wie gesagt, ziemlich cool programmiert vom Server-Team selber. Hier eingebaut mit Liebe zum Detail. Das sind so Kleinigkeiten, die dann halt auch so einen Server ja einfach rund machen, einfach schön machen, dass die Leute hier eine schöne Zeit miteinander haben, dass sie sich verstehen, sich gegenseitig helfen. Das finde ich wirklich richtig, richtig große Klasse. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal auf den verschiedenen Bereichen umgucken oder in den verschiedenen Bereichen. Kreativwelt, Freebuild und Farmwelt. Let's go. Wir fangen an in der Kreativwelt. Hier gibt es einmal verschiedene Gebiete. Zu meiner Linken haben wir einmal das Designgebiet. Lasst deiner Kreativität freien Lauf. Hier könnt ihr also, wenn ihr mal gerade eine kreative Phase habt, ein paar kreative Minuten oder ihr einfach mal was ausprobieren wollt, die Möglichkeit, eure Sachen zu verewigen. Ihr seht, hier sind schon viele, viele Sachen gebaut worden, richtig schöne Sachen sogar. Der Zeppelin unter anderem. Da hinten ist eine Windmühle zu sehen. Hier ist eine große Burg wahrscheinlich. Große Türme, da fliegt, glaube ich, eine Fledermaus von Weitem. Ich möchte nichts Falsches erzählen, sieht aus wie eine Fledermaus. Ja, also ihr seht, hier gibt es richtig, richtig viele Sachen. Da ist sogar eine Farm, glaube ich, gebaut worden. Sieht aus wie eine Farm. Darf ich mal kurz gucken? Ja, es sieht aus wie eine Farm. Sehr, sehr schön. Also ich war früher nie gut generell in Farmen bauen, obwohl das ja nicht schwer ist. Aber ich bin so jemand in Minecraft, ich habe bei so Sachen einfach 2 linke Hände. Mir wäre das irgendwie total zu schwer und total kompliziert. Deswegen bin ich immer sehr, sehr erstaunt, wie viele kreative Leute es hier einfach in Minecraft gibt. Switchen wir rüber zum Technikgebiet. Für Redstone-Bauten aller Art, auch hier ähnlich wie drüben im Designergebiet und in der Kreativecke, habt ihr hier die Möglichkeit, ja, eure Redstone-Bauten zu testen oder auch Sachen, die mit Redstone funktionieren, zu bauen, auszuprobieren, für die Nachwelt festzuhalten. Auch hier wurde sie schon fleißig ausgetobt. Also, wie gesagt, da geht es noch ganz weit nach hinten raus, da geht es auch ganz weit nach hinten raus. Sehr, sehr schön gemacht, sehr, sehr schöner Bereich. Auf der anderen Seite direkt, ihr könnt es schon erahnen, ist der Bereich für Pixelart. Da oben sehen wir zum Beispiel Refugia-Kraft, in Pixelschrift geschrieben. Ein paar R2D2s aus Star Wars. Hier haben wir 2 Figuren von Among Us. Hier haben wir einen kleinen Engel, hier haben wir Pikachu. Wir haben ein Buch in XXL-Format, wir haben einen Cookie und so weiter und so fort. Also auch hier gibt es noch jede Menge Platz. Wenn ihr also auch hier eure kreative Ader mal ausleben wollt, dann schaut gerne hier in der Kreativwelt vorbei. Hier könnt ihr, wie gesagt, eurer Fantasie freien Lauf lassen. Weiter geht es dann auf der Farmwelt. Hier spawnt ihr in einem kleinen, aber feinen Luftschiff, in einem kleinen Zeppelin. Und der Dan steht hier direkt rechts vorne und hat ein paar Worte an euch. Ja, unter anderem, hallo, ich unterstütze dich durch das Kill-Event. Jedes Mal, wenn in der Tablist ein Ziel ausgerufen wird, lasse ich mein Horn ertönen. Wenn jemand das Target, also das Ziel, gefunden hat und eliminiert hat natürlich, lasse ich ebenfalls ein Signal ertönen. Sollte dir das Ganze auf den Keks gehen, melde dich hier einfach kurz ab. Ja, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ja, dann werdet ihr dieses Horn nicht zu hören kriegen. Hier, auch immer ganz wichtig, gibt es jeden Monat, zu Beginn jedes neuen Monats, einen Farmwelt-Reset. Heißt, es wird ein neuer Seed
dann auf diese Welt geladen und dann habt ihr, wie gesagt, neue Möglichkeiten, hier eure Sachen zu farmen. Hier steht das auch nochmal, mit /RT kannst du dich an einen zufälligen Ort teleportieren. Über die kleinen Zeppeline reist du zum Nether oder in das Ende. Nachpflanzen und Bäume ganz fällen nicht nötig. Viel Spaß dabei. Hier schauen wir nochmal beim Barian vorbei, der uns dann wahrscheinlich in das Nether führt. Ich guck mal gerade, es gibt hier 3 unterschiedliche Möglichkeiten, die Endwelt das erste Mal zu betreten. Auf Erkundung, die letzte Welt, der Jasal-Drache. Du suchst, da steht auch immer mit dabei, ist auch eine Quest. Und wenn diese Quest besteht, unter anderem, dann verdient ihr euch auch Refugia-Münzen. Auf der anderen Seite gab es auch nochmal einen kleinen Zeppelin, ein kleines Luftschiff. Ich sage dazu Luftschiff oder Zeppelin, nicht wundern. Hier auch nochmal eine schöne Sache nebenbei. Ja, ein Detail, Milari. Die kleine Mietzerkatze sitzt hier, begrüßt euch, miaut auch mal ab und zu, finde ich sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier Futsch. Der Futsch ist auch so ein kleiner Süßer, so ein bisschen am Rumwackeln, am Rumzittern. Vielleicht ist das so, das ist auch ein Block, den ich vorher noch nie gesehen habe. Also und hier geht es dann zum Nether. Der wird euch dann hoffentlich da sicher hinbringen und euch auch dann heile hier wieder zurückbringen. Last but not least sind wir in der Freebuild-Welt angekommen. Hier zu Beginn gibt es auch ebenfalls ein kleines Infoschild. Hier am Spawn findest du viele verschiedene Bauwerke. Diese helfen dir, dich in den ersten Tagen im Freebuild zurechtzufinden. Mit /Freebuild kommst du immer hierher zurück. Viel Spaß. Hier haben wir auch einen weiteren NPC, und zwar den Meras. Der hat die Besonderheit, dass, wenn wir mal drauf gehen und wenn wir uns das Ganze mal hier durchlesen, führt er uns zu den jeweiligen Gebäuden, wo wir hinwollen. Also er geht dann auch wirklich hin. Ich zeige euch das gleich. Ich möchte euch nur einmal zeigen, was ihr hier alles findet. Es gibt einmal eine Flugschule, es gibt die Bank, es gibt ein Auktionshaus, es gibt das Gasthaus, die Spielerportale, der Second-Hand-Laden und zu guter Letzt gibt es das Enchantment-Haus. Ich zeige euch das jetzt mal anhand des Beispiels von der Bank. Ich möchte mir jetzt also den Weg zur Bank suchen, beziehungsweise er soll mir den Weg zeigen. Ich drücke drauf, er gibt mir einmal eine Backpfeife und dann geht's los, der Meras. Ich laufe ihm einfach hinterher. Und er führt mich dann direkt dahin. Das finde ich auch ziemlich cool. Sonst gibt es ja auch immer viele Bücher und Tutorials auf anderen Servern, aber wirklich auf diesem Server hat sich das Serverteam eine Menge Mühe gegeben, hat sich das überlegt, auch wieder natürlich alles selber programmiert. Finde ich große Klasse. Und dann geht der Meras auch wieder zurück zu dem Ausgangspunkt, neben dem großen Schild, wo wir gerade waren. Und dann könnt ihr eurer Fantasie hier freien Lauf lassen. Die Soundeffekte finde ich auch einfach schön. Hier zum Beispiel vom Kamel, sehr, sehr schön gemacht. Ein Babykamel, ein größeres Kamel. Sehr, sehr schön. Hier ist auch die Besonderheit, dass ihr dann im Prinzip, wenn ihr circa 240, 250 Blöcke weg seid vom Marktplatz, dass ihr dann dort quasi auch beginnen könnt, eure Gebäude zu bauen. Farmen oder Farming ist natürlich verboten im Freebuild. Ganz, ganz wichtig. Dafür gibt es ja die Farmwelt, logischerweise. Und ihr müsst auch darauf achten, es sei denn, ihr habt euch mit einem Spieler zusammengeschlossen, dass eure Gebäude nicht zu dicht zusammenstehen. Das ist auch eine Regel, aber wenn ihr, wie gesagt, 2, 3 andere Spieler findet, mit denen ihr zusammen ein Gebäude bauen wollt oder einen etwas größeren Gebäudetrakt, dann ist das natürlich möglich, aber ansonsten solltet ihr so circa, ja, wie gesagt, so 200 bis 240 Blöcke Platz lassen, damit jeder auch genug Freiraum hat, seine Sachen und seine Gebäude hier zu bauen. Eine letzte Sache, die ich euch noch zeigen möchte, ist bei Aris Aeronautics Werft und Flugschule. Da könnt ihr nämlich beim Ari euch ein Flugticket holen. Und der fliegt euch dann mit seinem Luftschiff Zeppelin, fliegt euch ja, 8000 Blöcke in eine Richtung eurer Wahl. Ja, damit ihr genug Platz habt, damit ihr vielleicht mit euren Nachbarn nicht in Bedrängnis kommt, damit eure Häuser nicht so dicht zusammenstehen, habt ihr die Möglichkeit, euch von Ari 8000 Blöcke in jeglicher Himmelsrichtung fliegen zu lassen. Auch hier wieder, wenn wir nochmal beim Thema sind mit Liebe zum Detail, viele kleine Bilder, sehr schön gemacht. Und das macht es halt auch einfach aus. Also für mich persönlich, wenn ich sowas sehe, merke ich einfach, das Serverteam gibt sich Mühe, hat sich Gedanken gemacht und sorgt auch dafür, dass die Spieler, die hier aktiv mit dabei sind, auch hier weiterhin aktiv mitspielen und mitbleiben. Daher jetzt die Aufforderung an euch, mal hier vorbeizugucken auf refugiakraft.de, ein wirklich sehr nettes Serverteam, das sich hier 24/7 Mühe gibt, den Server instand zu halten. Es werden immer wieder neue Events stattfinden. Ihr könnt Refugia-Münzen verdienen, damit dann handeln. Oder auch zum Beispiel Wolle gegen Holz tauschen. Also ihr müsst nicht die Refugia-Münzen nur zum Handeln nehmen. Ihr könnt auch jegliche andere Sachen in euren Shops handeln mit anderen Leuten, die ihr wollt. Ihr habt da die Schirmherrschaft über den Shop. Und von daher, schaut mal gerne vorbei. Alle Links stehen unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch, liebes Refugiakraft.de Team, ganz, ganz viel Spaß weiterhin. Ganz, ganz viel Glück, dass ihr vielleicht ein paar
ja, neue Spieler mit hinzubekommt und die Spieler, die hier schon aktiv auf dem Server sind, denen wünsche ich weiterhin viel Glück, alles Gute und natürlich viel Spaß. Das ist die Hauptsache. Das ist wirklich ein super Server, den ich wirklich für jeden aktiven Freebuild-Minecraft-Spieler empfehlen kann. Lasst liebe Grüße da. Und wenn ihr euch mit eurem Server mal bewerben wollt, das ist jetzt ganz wichtig, schreibt mich auf Discord an, dann quatschen wir ein paar Minuten und klären noch 1, 2 Kleinigkeiten und Details. Vielleicht wollt ihr mir ja auch eine Rundführung geben und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, ich mache diese Servervorstellung immer noch gerne, um den jeweiligen Servern zu helfen. Es hat sich halt nur leider seit einem Jahr oder seit knapp 1,5 Jahren niemand mehr gemeldet. Also, jetzt bin ich raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß, viel Glück weiterhin. refugiakraft.de, ein Server, wo man definitiv mal vorbeischauen muss. Also, macht's gut. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.